Du bist nicht mehr meine Tochter. Heinrich Richters Stimme hallte durch das große Büro. Elena stand vor seinem Schreibtisch, ihre Hände zitterten. »Aber Papa, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Die Firma macht illegale Geschäfte mit...« »Schweig!« Er schlug mit der Faust auf den Tisch. »Sophia versteht das Geschäft. Sie stellt keine dummen Fragen. Sie ist jetzt meine Erbin, nicht du.« Elena sah ihre jüngere Schwester an. Sophia lächelte kalt. »Es tut mir leid, Elena. Aber Papa hat recht. Du passt nicht in unsere Welt.« »Raus!« Heinrich zeigte zur Tür. »Du bekommst nichts. Keine Wohnung, kein Geld, nichts. Geh!« Elena nahm ihre Tasche. Ihre Mutter Ingrid weinte leise in der Ecke, aber sie sagte nichts. Sie half ihrer Tochter nicht. Draußen regnete es. Elena stand vor dem großen Gebäude der Richter Industries in Frankfurt. 20 Jahre hatte sie hier gelebt. Jetzt war sie niemand. 5 Jahre später fegte Elena die Straßen in Berlin-Kreuzberg. Die orange Weste war zu groß. Ihre Kollegen kannten sie als die stille Elena. Niemand wusste von ihrer Vergangenheit. »Elena!« Müller, ein älterer Kollege, winkte. »Pause! Komm, wir trinken Kaffee.« Sie setzten sich auf eine Bank. Die anderen Straßenreiniger waren ihre einzigen Freunde. Sie behandelten sie gut, ohne zu wissen, wer sie früher war. Ihr Handy klingelte. Eine unbekannte Nummer. Sie nahm ab. »Elena, hier ist Markus.« Ihr Herz schlug schneller. Markus Weber, ihr Verlobter. Er hatte 5 Jahre nicht angerufen. »Was willst du?« »Wir müssen reden. Café Einstein, morgen um 3. Es geht um unsere Situation.« Die Verbindung brach ab. Elena starrte auf das Telefon. In ihrer Tasche lag ein geheimer Brief. Ein Brief, der alles ändern würde, aber noch war es nicht Zeit. Sie dachte an die letzten 5 Jahre. Heimlich hatte sie Markus geholfen. Anonyme E-Mails mit Geschäftstipps, Kontakte, die plötzlich anriefen. Sie hatte seinen Erfolg orchestriert, Schritt für Schritt. »Alles okay?« Müller sah sie besorgt an. »Ja«, Elena lächelte schwach, »nur eine alte Geschichte.« Aber in ihrem Herzen wusste sie, morgen würde alles beginnen. Die Wahrheit würde ans Licht kommen. Die Frau, die alle für eine einfache Straßenreinigerin hielten, war in Wirklichkeit so viel mehr. Am Abend ging Elena nach Hause. Ihre kleine Wohnung war bescheiden, aber sauber. An der Wand hing ein einziges Foto. Sie und ihre Mutter vor vielen Jahren, als alles noch gut war. Sie öffnete ihren Laptop. Hunderte von Dateien erschienen auf dem Bildschirm. Firmendaten, Bankkonten, geheime Netzwerke. Mit einem Klick könnte sie Imperien stürzen. Mit einem Anruf könnte sie Milliarden bewegen. Aber noch wartete sie. Der richtige Moment war noch nicht gekommen. Das Telefon klingelte wieder. Diesmal war es ihre Schwester Sophia. »Elena, Papa ist krank, sehr krank. Mama sagt, du sollst...« Elena legte auf. 5 Jahre Schweigen und jetzt das. Sie wusste, was kommen würde. Sie wusste auch, dass sie die Einzige war, die helfen konnte. Aber würde sie es tun? Nach allem, was geschehen war? Der Regen schlug gegen das Fenster. Morgen würde sie Markus treffen. Morgen würde sie die erste Karte ausspielen. Die Straßenreinigerin hatte lange genug gewartet. Elena betrat das Café Einstein. Markus saß bereits am Fenster. Sein Anzug war teuer, seine Uhr noch teurer. Er sah gut aus, erfolgreich, arrogant. »Elena«, er musterte ihre Arbeitskleidung. »Du kommst direkt von der Arbeit?« Sie setzte sich. »Was willst du, Markus?« Er schob einen Umschlag über den Tisch. »Die Auflösung unserer Verlobung. Ich brauche deine Unterschrift.« Elena öffnete den Brief nicht. »Nach 5 Jahren Schweigen? Ich heirate nächste Woche.« Er vermied ihren Blick. »Im Grand Hotel Berlin. Eine große Feier. Alle wichtigen Leute kommen.« »Wen heiratest du?« »Sophia.
Deine Schwester. Die Tasse in Elenas Hand zitterte leicht, aber ihre Stimme blieb ruhig. Interessant. Sie ist jetzt Chief Financial Officer bei Richter Industries. Wir sind ein gutes Paar. Meine Tech-Firma und ihre Familie, perfekt für Geschäfte. Elena lehnte sich zurück. Deine Tech-Firma, Weber Tech, die ist sehr erfolgreich geworden. Ja, sein Stolz war offensichtlich. 50 Millionen Umsatz letztes Jahr. Ich bin jetzt jemand, Elena, nicht mehr der kleine Programmierer, den du kanntest. Die Idee für die KI-Software kam plötzlich, oder? Er runzelte die Stirn. Was meinst du? Oktober 2019. Du warst fast bankrott. Dann bekamst du eine anonyme E-Mail mit einem revolutionären Algorithmus. Markus erstarrte. Woher weißt du das? März 2020. Ein mysteriöser Investor gab dir 2 Millionen, genau als du aufgeben wolltest. Das war Glück. September 2021. Der CEO von Tech Global rief dich an. Aus dem Nichts. Bot dir einen Millionenvertrag an. Hör auf! Seine Hände ballten sich zu Fäusten. Elena zog ihr altes Handy heraus. Sie öffnete eine E-Mail. Soll ich vorlesen? Lieber Unbekannter, danke für Ihre Hilfe. Ohne Sie wäre WeberTech nichts. Das hast du geschrieben. An phantom@securenet.de. Du? Seine Augen wurden groß. Das warst du? Jeder Erfolg, jeder Kontakt, jeder große Deal. Elena sprach leise. Ich habe dich gemacht, Markus. Warum? Er flüsterte fast. Weil ich dich liebte. Weil ich wollte, dass du selbstbewusst wirst. Dass du dich meiner würdig fühlst. Aber du bist nur eine Straßenreinigerin. Bin ich das? Elena stand auf. Die Hochzeit findet nächste Woche statt? Ja, aber ich werde da sein, als deine Braut. Was? Bist du verrückt? Ich heirate Sophia. Nein. Elena lächelte. Du heiratest mich, wie versprochen. Oder WeberTech ist morgen bankrott. Du kannst mir nicht drohen. Sie tippte etwas auf ihrem Handy. Sofort piepte seins. Er las die Nachricht und wurde blass. Deine Firmenkonten, sagte sie ruhig. Sieh genau hin. 2 Millionen sind weg? Wie? Das war nur eine Warnung. Ich kann alles nehmen oder alles geben. Sie wandte sich zum Gehen. Deine Entscheidung. Wer bist du wirklich? Seine Stimme bebte. Elena drehte sich an der Tür um. Samstag 15 Uhr, Grand Hotel. Sei da, in deinem besten Anzug. Draußen schien die Sonne. Elena ging langsam die Straße hinunter. Ihr Handy vibrierte. Eine Nachricht von einer unbekannten Nummer. Fräulein Richter? Hier Friedrich von Steinberg. Mein Vater stirbt. Die Ärzte können nichts tun. Aber ich habe von Ihnen gehört. Von Ihren besonderen Fähigkeiten. Bitte, helfen Sie uns. Elena las die Nachricht zweimal. Die von Steinbergs waren die mächtigste Bankiersfamilie Deutschlands. Wie hatten sie von ihr erfahren? Das Spiel hatte begonnen, und es war größer, als selbst sie geplant hatte. Das von Steinberg Anwesen lag am Stadtrand. Elena stand vor dem eisernen Tor. Ein Butler öffnete. »Fräulein Richter, der junge Herr erwartet Sie.« Sie folgte ihm durch marmorne Hallen. Friedrich von Steinberg wartete im Krankenzimmer seines Vaters. Er war jung, vielleicht 30, mit müden Augen. »Sie sind gekommen!« Seine Stimme klang verzweifelt. »Die besten Ärzte haben aufgegeben, aber ein Freund erzählte mir von einer Frau, die Wunder vollbringt.« Elena trat ans Bett. Der alte Herr von Steinberg lag bewusstlos da. Maschinen piepten überall. »Alle raus«, sagte sie. »Aber raus, oder er stirbt.« Friedrich zögerte, dann nickte er. Alle verließen das Zimmer. Elena legte ihre Hände auf die Brust des Kranken. Sie schloss die Augen. Energie floss durch sie. Eine Kraft, die sie seit Jahren versteckt hatte. Der alte Mann hustete. Seine Augen öffneten sich. »Was?
Wo bin ich? Elena trat zurück. Die Tür flog auf. Friedrich stürzte herein. »Vater, du lebst!« »Friedrich?« Der Alte von Steinberg setzte sich auf. »Ich fühle mich gesund. Wie ist das möglich?« Friedrich wandte sich zu Elena. Tränen liefen über sein Gesicht. »Wie kann ich Ihnen danken? Nennen Sie jeden Preis.« »Kein Geld da«, sagte Elena. »Aber kommen Sie zu einer Hochzeit. Samstag, Grand Hotel Berlin.« »Wessen Hochzeit?« »Meine.« Friedrich sah sie lange an. »Sie sind mehr als Sie scheinen, nicht wahr?« Elena lächelte nur. »Bis Samstag.« Am nächsten Tag explodierte Elenas Handy mit Nachrichten. Markus hatte 100-mal angerufen, Sophia auch, sogar ihr Vater. Sie ignorierte alle. Stattdessen traf sie ihre Kollegen von der Straßenreinigung. »Elena«, Müller winkte, »alles okay? Du siehst müde aus.« »Ich heirate Samstag.« Stille. Dann lachte Ahmed. »Guter Witz.« »Kein Witz. Ihr seid alle eingeladen. Grand Hotel Berlin.« Die Männer starrten sie an. »Das Grand Hotel?« Katja schüttelte den Kopf. »Da lassen die uns nicht rein.« »Doch. Ihr seid meine Ehrengäste.« »Elena«, Müller nahm ihre Hand, »bist du sicher? Wer ist der Mann?« »Ein alter Bekannter. Es wird interessant.« Ihr Handy klingelte wieder. Diesmal nahm sie ab. Es war Heinrich Richter. »Elena, was hast du getan? Unsere Aktien stürzen ab. Die Banken kündigen alle Kredite.« »Hallo Vater. Mach es rückgängig. Sofort.« »Warum sollte ich?« Ich entschuldige mich. Da, ich habe es gesagt. Komm zurück.« Zu spät. Elena beendete das Gespräch. Katja berührte ihren Arm. »Alles okay?« »Ja, nur alte Geister.« Donnerstagabend. Elena saß in ihrer Wohnung. Morgen war der große Tag. Sie öffnete ihren Laptop. Zeit für den nächsten Schritt. Sie tippte schnell. Befehle flogen durch das Netz. Das Prometheus-Konsortium, ihre Schöpfung, ihr Imperium, erwachte. Ein verschlüsselter Chat öffnete sich. »Guardian Angel, sind Sie das?« »Ja, Markus. Bereitet alles vor. Morgen zeige ich mich der Welt.« »Nach all den Jahren? Sind Sie sicher?« »Es ist Zeit.« Sie schloss den Laptop. Draußen ging die Sonne unter. Berlin leuchtete im Abendlicht. Ihr Handy summte. Eine Nachricht von Markus. »Ich komme morgen, aber ich heirate Sophia. Das kannst du nicht ändern.« Elena lächelte. Er hatte keine Ahnung, was morgen geschehen würde. Die Tür klopfte. Elena öffnete. Ihre Mutter stand davor, alt und müde. »Mama?« »Elena, mein Kind, ich weiß, wer du wirklich bist. Ich habe es immer gewusst.« Das Grand Hotel Berlin strahlte in der Morgensonne. Elena stand in einem schlichten weißen Kleid vor dem Spiegel. Ihre Mutter half ihr mit dem Schleier. »Du siehst wunderschön aus«, flüsterte Ingrid. »Verzeih mir, dass ich damals nichts sagte.« »Es ist okay, Mama.« »Nein, ich war feige. Ich ließ dich im Stich.« Ein Klopfen unterbrach sie. Müller steckte den Kopf herein. »Elena, wir sind da, aber die Security...« »Lasst sie durch«, Elena rief laut. »Das sind meine Gäste.« Unten im Ballsaal herrschte Chaos. Frankfurts Elite stand neben Berliner Straßenreinigern. Markus diskutierte wild mit seiner Mutter. »Sie kann mich nicht zwingen.« Sophia trug ein prächtiges Brautkleid. »Mach dir keine Sorgen, Schatz, die Verrückte wird schon sehen.« Die Musik begann. Alle drehten sich zur Tür. Elena schritt herein. Einfach, würdevoll, mächtig. »Was ist das für ein Theater?« Heinrich Richter sprang auf. »Markus heiratet Sophia.« »Nein«, Elena sprach ruhig, »er heiratet mich. Oder Weberdeck existiert in einer Stunde nicht mehr.« »Du drohst schon wieder.« Markus wurde rot. »Vor all diesen Leuten.« »Keine Drohung, eine Tatsache.« Elena hob die Hand. »Aber zuerst möchte ich allen danken, besonders meinen echten Freunden.«
Sie nickte den Straßenreinigern zu. »Ihr wart die Einzigen, die mich als Mensch sahen.« »Genug!« Heinrich brüllte. »Security! Werft sie raus!« Niemand bewegte sich. Die großen Türen öffneten sich. Friedrich von Steinberg trat ein, gefolgt von seinem Vater. »Wir unterbrechen ungern«, der Alte von Steinberg verbeugte sich vor Elena. »Aber ich musste der Frau danken, die mein Leben rettete.« Gemurmel füllte den Saal. »Vater von Steinberg?« Heinrich wurde blass. »Was machen Sie hier?« »Ich ehre eine bemerkenswerte Frau, Ihre Tochter, Herr Richter.« Weitere Türen öffneten sich. Deutschlands mächtigste Industrielle strömten herein. Hans Krüger, Stahlmagnat. Ein Mann verbeugte sich. »Sie retteten meine Firma 2018. Maria Hoffmann, Pharmaindustrie. Ihr anonymer Tipp bewahrte uns vor dem Ruin. Klaus Wagner, Energiesektor. Ohne Ihre Hilfe wäre ich heute niemand.« Einer nach dem anderen trat vor. Alle erzählten dieselbe Geschichte. Eine mysteriöse Wohltäterin hatte sie gerettet. Markus sank auf einen Stuhl. Das ist unmöglich.« »Warum?« Elena trat zu ihm. »Weil du nur die Oberfläche sahst? Weil eine Straßenreinigerin nicht brillant sein kann? Aber warum halfst du mir, wenn du so mächtig bist?« »Aus Liebe. Ich hoffte, du würdest mich auch ohne meinen Reichtum lieben, aber du wähltest den Status.« Die Türen öffneten sich ein letztes Mal. Männer in schwarzen Anzügen marschierten herein. »Das Prometheus-Konsortium ist hier«, der Anführer verkündete. »Wir warten auf Befehle, Guardian Angel.« »Guardian Angel?« Sophia kreischte. »Die Schattengestalt, die die Weltmärkte kontrolliert?« »Ja«, Elena lächelte kalt. »Eure Richter Industries? Ich kann sie mit einem Fingerzeig vernichten oder retten. Was wird es sein, Vater?« Heinrich fiel auf die Knie. »Bitte!« »Verzeih mir.« »Zu spät.« Elena wandte sich an Markus. »Deine Entscheidung. Jetzt.« Markus sah zwischen den Schwestern hin und her. Macht, Geld, Status, alles lag in Elenas Händen. Ich wähle.« Friedrich von Steinberg trat vor. »Darf ich?« Er kniete vor Elena nieder. »Heiraten Sie mich stattdessen. Ich sah Ihre wahre Größe, als Sie niemand kannten.« Elena erstarrte. Das hatte sie nicht erwartet. Elena sah Friedrich lange an. Seine Augen waren ehrlich, ohne Gier oder Berechnung. »Du kennst mich kaum«, sagte sie leise. »Ich kenne dein Herz. Du gabst mir meinen Vater zurück, ohne Gegenleistung. Das genügt mir.« Markus sprang auf. »Moment, Elena, ich habe mich entschieden. Ich wähle dich.« »Zu spät.« Elena wandte sich nicht einmal um. »Du hattest 5 Jahre Zeit.« »Aber meine Firma?« »Webertech gehört ab sofort meinen Freunden hier.« Sie zeigte auf die Straßenreiniger. »Müller, du bist der neue CEO.« Müller verschluckte sich fast. »Was? Ich? Ahmed leitet die Entwicklung, Katja das Marketing.« Elena lächelte warm. »Ihr wart die einzigen echten Menschen in meinem Leben.« »Das kannst du nicht machen«, Sophia schrie. »Doch, und Richter Industries?« Elena tippte auf ihr Handy. »Aufgelöst. Die Vermögenswerte gehen an eine Stiftung für Obdachlose.« Heinrich brach zusammen. »Mein Lebenswerk war auf Lügen gebaut.« Elena half ihm nicht auf. »Du lehrtest mich, dass nur Profit zählt. Jetzt siehst du, wohin das führt.« Ihre Mutter trat vor. »Elena, bitte, er ist dein Vater.« »Er war es, bis er mich wegwarf.« Elena wandte sich an die Menge. »Das Fest ist vorbei, nur meine wahren Freunde bleiben.« Die Elite floh hastig. Nur die Straßenreiniger, Friedrich und wenige andere blieben. Elena setzte sich zu ihren Kollegen. »Vergebt mir die Täuschung, aber ich musste wissen, wer mich als Mensch akzeptiert.« »Du bleibst unsere Elena«, Müller umarmte sie, reich oder arm. »Danke.« Tränen liefen über ihr Gesicht.
Ihr wisst nicht, wie viel das bedeutet. Friedrich setzte sich neben sie. Der Antrag steht noch. Warum willst du mich? Weil du trotz aller Macht menschlich geblieben bist, weil du Jahre als Reinigungskraft arbeitetest, um echte Verbindungen zu finden. Elena dachte nach. Dann nickte sie langsam. Gut, aber wir beginnen langsam, als Freunde. Das genügt mir. Elena stand auf dem Balkon ihres Büros. Nicht in einem Wolkenkratzer, sondern in einem umgebauten Gemeindezentrum in Kreuzberg. Die Neue Hoffnung Stiftung half Tausenden. Ehemalige Straßenreiniger leiteten Millionenunternehmen. Gerechtigkeit ersetzte Gier. Friedrich kam herein. Die Minister warten. Lass sie warten. Elena lächelte. Ich trinke erst meinen Kaffee mit Müller. Du hast die Welt verändert, weißt du das? Nein, ich zeigte nur, dass jeder Mensch Wert hat. Dass eine Putzfrau mehr wert sein kann als ein CEO. Ihre Mutter besuchte oft. Heinrich war letztes Jahr gestorben, allein und vergessen. Sophia arbeitete jetzt in einem Supermarkt. Markus war nach Amerika geflohen. »Bereust du etwas?« Friedrich fragte. »Nein, ich fand, was ich suchte. Menschen, die mich lieben, nicht meine Macht.« Unten warteten ihre alten Kollegen. Jeden Freitag trafen sie sich noch. Sie sprachen über alte Zeiten, lachten zusammen. »Die mächtigste Frau der Welt«, Friedrich schüttelte den Kopf. »Und du trinkst Kaffee aus Pappbechern mit Straßenreinigern.« »Das sind keine Straßenreiniger.« Elena korrigierte ihn. »Das sind meine Familie.« Die Sonne schien über Berlin. Irgendwo fegte jemand die Straßen. Elena wusste, auch dort könnte sich Größe verbergen. Man musste nur genau hinsehen und Menschen als Menschen behandeln. Das war ihre wichtigste Lektion, und die würde sie nie vergessen.